Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen vom Nürburgring. Nicht aus der kleinen Straße, auch nicht von der Lasisee. Man kann mich nicht sehen, ne? Jetzt kann man. Hallo, wir sind am Nürburgring und zwar sind wir mit einem sehr, sehr sympathischen, tollen Mann verabredet. Und zwar mit einem Albert Biermann. Da das Rennen aber abgebrochen wurde über Nacht, jetzt gleich der Neustart ist, haben wir gesagt, wir treffen uns eben hier in der Box. Und zwar sind wir 29. Gehen rein und dann gehen wir gleich noch rüber, weil wir haben wirklich ein geiles Programm heute. Wir dürfen tolle Sachen fahren. Die stehen aber drüben. Guten Tag. Grüß dich. Servus. Servus. So, wir müssen gucken, ob wir jemanden finden. Flo. Jo. Wie geht es dir? Ganz gut. Das freut mich. Doch vielleicht ein bisschen frischer als gedacht. Siehst du? Weil Flo sieht nämlich so aus. So, das haben wir auch gemacht, das Auto. Alles gut? Ich wollte gerade sagen, sieht sehr ganz aus. Da hinten müssen wir hin. Zweite Startgruppe, erstes Auto sehe ich gerade schon. Da ist viel Hyundai-Farbe. Man muss echt sagen, der KTM, ne? Sieht echt... Hab nicht mehr viel von dem KTM irgendwie. Ne, das stimmt, da drin irgendwo. Müssen wir ganz schön laufen jetzt, ne? Jo. Und diese scheiß Masken machen mich echt fertig. Aber wir könnten es schlechter haben, wenn wir jetzt rechts gucken. Wir können es schlechter haben. Sein Gesichtsausdruck war auch so, just fuck my life. So, also für die, die es nicht ganz verfolgt haben, Rennen wurde abgebrochen, ist dann abends so gegen 9, 10 Uhr ungefähr. Dann soll es eigentlich um 6 Uhr morgens wieder beginnen. Nicht. Und jetzt haben wir schon 10.23 Uhr und Start soll, glaube ich, auf 10.40 Uhr wieder verschoben sein. Das war letztes Jahr, glaube ich, auch so. Da ist der Luca. Den hatten wir ja schon bei uns im Video. Mit dem sind wir ja Lasisee gefahren mit seinem Auto. Die coolen Infos sind, das Rennen ist ja schon gelaufen zum Stück, also ein Teil. Und alle Fahrer, die ich gesprochen habe, haben mich auf das Auto angesprochen, haben gesagt, dann ist echt was mit dem Ding los. Das Ding rennt wie bescheuert. Highlight-Fahrzeug. Ja, wirklich. Also Feedback, was ich bekomme von vielen Jungs, die das Auto auf Strecke gesehen haben, sind alle sehr begeistert. Ja, dann warte mal ab. Wir haben dir nachher noch was zu zeigen. Ja, ich bin echt sehr gespannt. Wir gehen mal zum Luca. Hey, wie geht es dir? Also, oh. Alles gut? Wie läuft's? Gut. Ja? Fährst du auf ihn? Gestern in der WM auf dem Elantra Ja. und heute auf dem i30. Elantra höre ich ja sehr viel krasses, gutes Zeug, dass der wegen langen Radständen und so, dass der wirklich super gleichmäßig liegt, ne? Du musst unbedingt fahren, wirklich. Wie würdest du den Unterschied bezeichnen zwischen i30 und dem Elantra? Also am Anfang hat man immer gesagt, der i30 ist auf der Bremse brutal. Ja. Aber jetzt, wenn du das Auto fährst, ist es unfassbar. Und würdest aber auch sagen Radstand, ne? Ja, natürlich, die schnellen Kurven, was wir jetzt gerade Schwedenkreuz Flugplatz Bleibt der attackieren. Boah. Gestern bei der WTCR bin ich ja Zweiter geworden und war die ganze Zeit im Zweikampf mit meinen Teamkollegen. Und da lenkst du irgendwie 250 ein und das Ding bleibt einfach liegen. Mit der Und beim Hyundai willst du ja schon so eine leichte Korrektur machen, ne? Ja. Also Ja, es ist geil. ein Bombenauto. Geil, kann ich mal Annette, gucken? du musst es klar machen. So ein Auto. Ja. Hallo! Ich suche dich die ganze Zeit. Ja, Jean-Pierre, ich höre gerade, der vom letzten Jahr, der Veloster, steht bei dir? Der Veloster? Nein. Nicht der TCR? Veloster? Nein. Nein, ich dachte, okay. Nein, das hast du leider falsch gehört. Okay. Ach so, ja, der steht bei mir, oben im okay. Museum. Ja, weil das Ich habe das Museum schon so aus meinem Kopf rausgedrängt, Okay. weil da keiner rein darf, dass ich den fast vergessen habe. Weil das Auto, das haben wir als R&D gekauft, vor dem 24-Stunden-Rennen letztes Jahr. Okay. Und bei dem Auto ist es die gleiche Geschichte. Das hat auch R&D gekauft, das geht dann auch irgendwann im 24-Stunden-Trim nach Korea. Ganz ehrlich? Aber der Er kann sieht vielleicht auch vorher dann bei dir mal kurz im Museum vorbeigucken. sehr, sehr gerne. Das Ding ist nur, der sieht sehr sauber aus für quasi über Hälfte Rennen. Ja, wir kümmern uns darum. Also jetzt nicht Keilverformung, Kein nicht, Problem. aber guck mal. Ja, quasi Neuwagenauslieferung. Frisch gewaschen, ne? War ja viel Zeit zum Waschen heute. Das stimmt wirklich. Mensch. Leider. Ja. Ist wirklich leider. Aber ich höre wirklich so viel Gutes vom Fahrverhalten und vom Speed und so. Das ist Ja, wirklich das- toll, ne? Wirklich nochmal ein nächster Step zum i30. Und das Straßenauto ist auch, muss ich sagen, ist unser bestes N-Auto bisher, der Elantra N. Ja? Wir haben ja noch was vor heute. Ja, genau. Deswegen, wir dürfen uns jetzt nicht zu viel verplappern. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir das reinschneiden dürfen, aber wir machen mal so ein Mini... Dürfen wir Bilder zeigen eigentlich?
Keine Ahnung. Annette, das weißt du. Wenn wir jetzt hier was filmen, dürfen wir das zeigen? Ja, das dürft ihr zeigen, Weil die Autos nicht bewegen. weil sich die Autos nicht bewegen. Korrekt. Aha. Okay, dann Flo, bitte. Hallo. Hallo. Wie war? War gut, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Ja, guck. Was für eine Musik war so? Ich hab's noch nicht gesehen jetzt. Bisschen rockig, oder? Bisschen rockig. Bisschen rockig, ne? Na gut. Gut. Ich würde sagen, wir müssen. Oh, Unique 5 kommt. Wir müssen auch, glaube ich, gleich schon runter. Und dann geht's los im Rennen. Dann fahren wir nämlich rüber, ne? Gleich. Ja, wir fahren zum Testcenter jetzt. Korrekt. Ja, ich bin da frei verfügbar, jederzeit. Und Das ist sehr gut. Ich habe auch frei verfügbare Fragen, die sehr, sehr kompliziert werden können. Okay. Okay. Ja, das wird gut. Ja, das kriegen wir schon hin. Es sind ja viele Themen da. Zum Saufutter. Ich wollte gerade sagen, also wir können quatschen bis zum St. Nimmerleinstag. Also, aber ich sehe ja auch langsam zum LKW-Experten. Wir können auch mal über LKWs reden. Ja, habe ich schon gehört. Wasserstoff und sowas. Ne? Ja. Ist der hier? Nee, die fahren in der Schweiz. Ah, okay. Wir haben eine Flotte in der Schweiz, jetzt 45 Autos auf der Straße im Service. Also die transportieren Lebensmittel, die fahren die ganzen Lebensmittelläden ab. Und jetzt 45 Autos, das ging ja erst so im September los. Wir haben mittlerweile 1 Million Kilometer gefahren, unsere Zusammen. Schweizer Trucks zusammen und schon 1000 Tonnen CO2 vermieden. 1000 Tonnen. CO2 vermieden. 1000 Tonnen. Das heißt, wenn ein LKW 1 Million Kilometer fährt, dann stößt er 1000 Tonnen aus? Ja, knapp. Wirklich? Ja. Also das läppert sich so, ne? Also Klingt so. Ein LKW, 80.000 Kilometer im Jahr, so 75 Tonnen CO2. Das ist eine Menge. Aber das klingt aber schon sehr fachmannmäßig. Also wenn du CO2 reduzieren willst, dann brauchst du einen Hyundai Brennstoffzellen-LKW. Das räumt. Ich brauche ein i30N Brennstoffzellenfahrzeug. Ja. Ich liebe das. Ich liebe das. Weil du, immer wenn ich was sage so, dann siehst du im Kopf so, ja, nee. Nein, ich wünsche mir ja sehr, dass das klappt mit Inge im Oktober. Und dann kann ich. Das wissen die noch gar nicht. Achso, das wissen die noch gar nicht. Ach so. Aber ich könnte dir dann ein Auto zeigen in Namyang. Ja. Da ist schon eine Brennstoffzelle drin und eine Hammer-Batterieelektrik. Okay. Das ist so ein Hybrid quasi. Da ist beides drin. Klingt sehr klug. Hammer-Batterie elektrisch. Und Kann man auch elektrisch laden, aber der Wasserstoff kann auch. mit Stecker, Ja. aber auch Wasserstoff. Klug. Ne? Ist so Technical Overkill, aber für unsere Ingenieure auch mal ganz gut. Weißt du, Die müssen ja mal gefordert werden. ja, das Packaging machen, die Kühlung Richtig. und so. Ne? In was für einer Ganze- Fahrzeugkarosse ist das dann? Im Moment haben wir das im Stinger drin. Okay, da ist Raum. Aber das ist nur so ein Mega Proto, das ist ein Konzeptauto. Ja, ja. Da haben wir jetzt mal 4 Stück gemacht. Ja. Aber das ist nicht jetzt die finale Anwendung. Die finale Anwendung ist noch gar nicht definiert. Ich denke, es muss noch kompakter werden. Das ist jetzt mal eine Fingerübung für unsere Ingenieure. Wie viel Leistung sprechen wir denn da? 700 oder so, 700 PS vielleicht so. Ja. Ja. Über Leistung reden wir nicht. Nein! Leistung hat man. Richtig. Ne? Das ist- Richtig, ja, richtig. Ja. Aber wenn er 700 Leistung hat, dann hat er ja über 1000 Newtonmeter. Ja. Ich finde, das klingt sehr vernünftig. Das ist aber ein Hecktriebler. Ja, das ist ja noch vernünftiger. Ja. Sowas braucht man. Das ist doch der richtige Weg. Okay, ich würde sagen, wir quatschen nicht zu viel hier, weil wir die Maske die ganze Zeit aufsetzen müssen. Wir sind ja auch alle Corona getestet hier, was wirklich Wahnsinn ist. Und springen mal rüber ins andere Gebäude, ne? Okay. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Wie heißt es genau? Das ist das HT. Hyundai Testcenter und Aber nennt ihr das nicht HT? HMETC. HMETC. Hyundai Motor European Tech Center. Aber das ist auch der Name unseres europäischen Entwicklungszentrums in Rüsselsheim. Auch. HMETC. Okay, aber das ist Nürburgring. Und wir haben Hachi, das ist Hyundai America Technical Center Incorporated. So, und wir haben ja in China und in Indien, wir haben ja ein globales... Indien auch? Ja, da haben wir über 1000 Leute. Wir haben ein globales R&D-Netzwerk. Und in Corona-Zeiten spielen wir dann auch schön, gerade wenn irgendwo gerade mal nicht geht, dann müssen halt die anderen Jungs Ja, rein da und müssen so. die reinspringen. Ja, aber geht gut. Was aber dazu sagen muss, ist, ich denke, jeder, der zum Ring gefahren ist, hat dieses Gebäude in seinem Leben schon mal gesehen. Jeder.
Ja, und ich muss eine kleine Geschichte dazu sagen. Ich habe dieses Gebäude gesehen und da war Hyundai noch nicht da, wo es jetzt ist. Und ich habe mich immer gefragt, verdammt nochmal, warum haben die dieses Gebäude? Weil die Marke war nicht in diesem Punkt. Es gab kein N, es gab auch keine Autos, die irgendwie mit der Nordschleife irgendwie in Verbindung gebracht werden könnten. Und da stand dieses Gebäude. Ja, das war eben als Testcenter, wie gesagt, für die R&D-Aktivitäten. Wir fahren hier in Dauerlauf für die ganzen Autos, die Hyundais, die Alle. und Kias auch und Genesis, was hier rüberkommt nach Europa. Die gehen ja alle 10.000 Kilometer über den Ring. Alle. Ja, nicht alle, so die ganz kleinen und so nicht, aber alles, was substanziell ist, geht über den Ring, 10.000. Ich glaube, es fährt kein anderer mehr 10.000. Wir fahren nach wie vor 10.000, so wie sich das gehört. Ja. Und 10.000, sagt man ja, sind ja auch gut 40.000. Straße. Mehr, Faktor 8. Faktor 8. Ja. Okay. Gut. Auf jeden Fall bin ich happy, mal hier zu sein, weil jeder sieht dieses Gebäude von außen und so sieht das von innen jetzt aus. Wir gehen jetzt rein. Und da stehen tolle Sachen, Flo. Bist du bereit? Ich glaube schon. So, das ist, ich muss zugeben, ich habe es gestern schon einmal ganz kurz gesehen, dieses Auto ist schön, es steht perfekt da und dass da ein Kennzeichen drauf ist, haut wirklich mich, das scheppert mich aus dem Leben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir machen jetzt mal separat ein kleines Filmchen von diesem Auto, weil das lohnt sich wirklich. Los geht's. So, man kann, denke ich mal, nachvollziehen, dass ich hart verschossen bin in die Karre. Also dieses Paket, dieses Auto in Verbindung mit einem Kennzeichen ist so. Wo geht der denn hin, wenn wir, was passiert mit dem Auto? Der bleibt in Europa. Ja, in Korea haben wir auch ein Auto. Ja. Europa. Dortmund ist auch Europa. Wird vermutlich eher Alzenau auf der Rüsselsheim-Seite. Ah, Aber der ist auch bestimmt gerne mal zeitweise in Dortmund. wollte ich gerade sagen. Also, wir können ihn ja mal fragen gleich, aber ich glaube schon. So, jetzt haben wir gerade schon wieder viel gequatscht, während du gefilmt hast, Flo. Da ist ein Motor drin, den sich, glaube ich, jeder i30N-Fahrer gewünscht hätte. Der auch eigentlich von der Konzeption ein Serienmotor sein könnte. Könnte. Ja. Und der hat 2,3 Liter. 2,3 Liter Turbo. Und der hat wie viel Leistung? Ja, also um die 350 rum. Das ist ja beim Turbo-Motor ja variabel. Ja, und aber gut, von der Emissionierung her ist er auch jetzt noch nicht da, wo man künftig sein müsste. Ist noch alles vergleichsweise einfach. Aber dann eben die Kombination mit dem 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe, mit dem N-Getriebe, das hat eben einen enormen Charme in dem Auto. Charme hat er. Rad-Reifen-Kombination finde ich auch wild. Wir fahren die 20 Zoll, 245 vorne und 305 hinten. Ja, ich finde, vom Paket stehen wir ja vor einem Auto, was ja, weiß ich nicht, das ist ja so ein, für mich, ich weiß, es wird so nicht kommen, aber es ist so ein Weckruf in die Richtung, wir greifen mal andere Autos an. Ein 305er Reifen hinten mit Mittelmotor oder mit Heckmotor, das ist schon Wahnsinn. Den 305er hätte jetzt der 19er nicht unbedingt gebraucht. Nein. Aber der 20er, der braucht den. Das ist immer so, wenn wir reden, die Faszination ist beim 19 natürlich groß mit Verbrenner, aber der RN20, das ist ja ein Elektro. Da ist der Herr Biermann immer auf Feuer und Flamme. Wo ist er denn? Der wartet ja in Vallelunga auf dich. Gleiche Optik. Ja, sehr, sehr ähnlich. Ja, hat ein anderes Livery drauf, aber im Prinzip sehr ähnlich. Auch 20 Zoll dann? Ja, die Bereifung im Vallelunga, ich weiß es nicht, ob der Trofeo drauf ist. Ja, okay. Elektro. Wie viel Leistung hat der dann? 600 PS oder sowas in dem Dreh. Es gibt niemanden, der charmanter so Leistung. Also nicht so 700, 600. Also 560 kW. 560 kW hat er dann. Peak, ja. Ja, aber Peak ist ja nicht unsere Story. Peak interessiert uns nicht so viel. Nee, sondern Dauerleistung. Ja, nachhaltigen Fahrspaß. Ja. Okay, gut. Kann man hinten mal aufmachen? Oder kann man irgendwo was rein... Ja? Boah, das ist geil. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das Auto sieht leider sehr gut aus. Shit. Okay. Unerwartet hoch sitzender Motor. Der wird auch nicht so leise sein, sehe ich gerade. Also wenn er in die Last geht, glaube ich, kommt da schon was raus, ne? Ja, also vom NVH ist der jetzt noch nicht auf dem Serienstand.
Ja, ich muss mal irgendwie so ein bisschen forschen. Was wäre denn der für ein Ladeluftkühler? Das ist Wasserluft. Da, ne? Zweistufiges System. Genau. Der kleine Block da? Ja. Da habt ihr extra so einen Gussblock gemacht dafür? Das ist komplett gebaut. Der ganze Ansaugkasten ist gebaut. Kann man ja mal für 2 Autos machen, ne? Finde ich. Konsequent. Ja. Konsequent, ne? Nicht irgendwie so ein fertiges Teil nehmen. Gusto, okay. Passt da denn auch gar nichts. Nein, das ist ja alles Quatsch. Was ist das dann hier? Das ist einfach nur, um die heiße Luft aus dem Raum rauszubekommen. Ja. Wir saugen hier in die Radkästen die heiße Luft aus dem Motorraum ab. Okay, und der wäre dann hier angeschlossen? Genau. Aber der führt ja dann die Luft? Der ist, um wirklich tatsächlich hier nochmal reinzukühlen, und das System ist auch hier hochgegangen, das haben wir direkt gemacht. Das hat nicht wirklich was gebracht und nicht wirklich viel geholfen. Das ist im Endeffekt ein Ansaugschlauch, um das hier rauszuholen. Das sieht echt toll aus. Den Cut haben wir noch isoliert, um die Hitze ein bisschen nach hinten zu bekommen. Das war vorher alles offen und dann eine Menge Maßnahmen reingekommen, um das thermisch ein bisschen zu entlasten. Ja, hier hätte man noch viel machen können, ne? Über die Entlüftung über dem Heckdiffusor. Dass du quasi pumpst. Wie das so die McLarens sind. Genau. Wir hatten mit verschiedensten Methoden gespielt. Wir hatten auch nochmal geschlitzte Heckscheibe und so Geschichten probiert. Aber im Endeffekt, also Aero-Development natürlich alles ein sehr, sehr kompaktes Projekt gewesen. Ja. Maßnahmen gibt es natürlich noch eine Menge, die man machen kann. Ja. Dafür bleibt das Auto ja in Europa. Ja, das Thema will jetzt nicht ewig weiterentwickeln. Nein, weil R20. Wir müssen ja an den Elektro ran. Ja, genau. Richtig. Ja, die Zündung von dem ganzen Thema war eigentlich ETCR, das Racing. Ja, das hatte ich ja sehr früh schon mit Marcello Lotti besprochen. ETCR, super Geschichte, sind wir dabei. Und dann war sofort, okay, wie kriegen wir jetzt ETCR auf die Straße? Und dann, so im gleichen Moment, wo wir angefangen haben, das ETCR-Auto zu bauen, das Rennauto, habe ich eine Projektkonstellation kreiert mit Alzenau, mit Rüsselsheim und Namyang und haben angefangen, den 20er zu bauen. Mit der ursprünglichen ETCR-Technik. Und einfach so entschieden so? Ja, wir sind ja Hyundai, da kann man einfach so machen. Ne? Das ist so toll zu hören. Und glaub nicht, dass das bei allen so ist. Oder andersrum, du kennst ja auch andere Läden, das ist ja absolut nicht so. Einfach so machen, ist ja... wird ja gefeiert, genau das, dass man das nicht macht. Ja, aber bei uns hat auch das Engineering und auch das Trainieren des Engineering und der Wert des Ingenieurs und dass man den auch trainieren muss und weiterentwickeln. Aufgaben das geben, hat einfach einen hohen Wert bei uns. Und das ist ein bisschen anders jetzt wie in Europa. Ja. Aber ja, ist schön. Klingt so. Wir steigen mal ein, fahren los. So, jetzt mal vernünftig. Wir fahren dieses wunderschöne Auto. Richtig. Du entwickelst hier mit? Ich habe den Motor appliziert, was Fahrbarkeit angeht, richtig. Super. Zusammen mit dem Team natürlich, ja. Ganz ungewohnt, in dieses Auto mit dem Lenkrad einzusteigen. Und ich habe ja noch einen Handschalter, dass hier einfach links kein Pedal ist. Ne? Das fehlt einfach. So, starten tue ich normal. Ganz normal. Oh, ja, schon erschreckend, dass das hinten ist. Okay. Ja, straff. Restkomfort ist gegeben, würde ich sagen. Ja. Lenkgetriebe vorne ist ein normales. Ist elektrisch. Und auch das Serienlenkgetriebe. Es ist sozusagen Serie. Es ist nicht das Serienlenkgetriebe, das du aus den Netten kennst, aber prinzipiell auch appliziert speziell für das Fahrzeug. Und Achsgeometrie ist auch original? Nee. Genau, weil ich habe gerade gemerkt, beim Einlenken, dass er ein bisschen wegfiel. Ja, das war nicht ganz... Also vorne, hinten die Querlenke ist alles aus dem Ja, ne? gefräst. Das dachte ich mir. Anders, ja. Weil du spürst, dass er von der... Weil das Thema Lenkung habe ich bei mir halt leider bis zum Exitus mal in einem Projektauto machen müssen. Hier merkst du es. Mit dem Endanschlag fällt er so ein bisschen weg. Die Rückstellkräfte sind da nicht so hoch. Ne? Boah, geil. Das ist jetzt schon geil, ne? Das, was hinter dir ist. Es fährt erstaunlich human, wenn du es normal bewegst. Ja. Ich meine, NVH natürlich, wie man schon sagte, nicht auf dem Serienstand, aber es ist was anderes als die ersten 2 Generationen mit einem 6-Gang-sequenziellen Getriebe. Oder hier rumrührst. Ja, und vor allem die Schläge in Antriebsstangen oder was. Ja. Das haben wir hier alles weitestgehend in der Zeit, die wir hatten, wegappliziert. Wenn du Richtung manuell gehst, einfach einmal am Schaltpedal ziehen, dann bleibst du aber auch in manuell. Wir haben den Timer, der dich zurück nach Drive bringt, ausbedatet. Wenn du zurück nach Drive willst, entweder an der rechten Wippe ziehen, dann für ein paar Sekunden halten, dann geht er zurück. Okay. Oder hier wieder auf Drive. Also halten. Ja, genau. Wir haben im Serienauto auch. Ich glaube, im Serienauto ist aber im Serienauto aus. Ich habe keinen DSG. Ah, okay. Dann wird es halt. Ja, okay. Der Lader ist also auch kein normaler Lader. Der ist Nee, das ist ein anderer Lader. Das ist für das Fahrzeug gemacht worden. Okay, ihr habt auch überall wilde Bremsklötze drin. Ja, das ist Die sind Strecke. Ja. Die wollen nämlich nicht normal bremsen. Nee, den musst du ein bisschen anbremsen. Das ist auch ein Tipp für euch, wenn ihr mal, ich bin
so viele verschiedene Rennautos gefahren. Wenn du zum Beispiel so ein richtiges Tourenwagen, DTM-Auto fährst und das Auto ist kalt, du trittst in die Bremse, denkst du, die Leute haben keine Bremse eingebaut. Ja, richtig. Da bremst nämlich gar nichts. So, und hier ist es schon so, es ist ein normaler Sattel, aber ein sehr harter Klotz, der Temperatur braucht, um zu funktionieren. Weil ich trete gerade hier rein und da passiert erstmal gar nichts. Wahnsinn, wie gut das wäre. Oder was sagst du denn dazu, wenn es sowas gäbe? Also es ist als Ingenieur natürlich ein großer Spaß, sowas zu entwickeln. Aber auch traurig. Es ist natürlich im anderen Sinne, wenn man darüber nachdenkt, traurig, wenn man weiß, es ist schwierig, sowas in Serie zu bringen. Es ist schwierig, sowas natürlich auch so zu applizieren und so zu bauen, dass man es am Ende verkauft an den Kunden. Es muss natürlich auch irgendwo einen Business Case dafür geben. Ja. Und so wie das Fahrzeug ist, 2 Veloster, Carbondach, eine Carbonhaube, baut den Motor hinten, einen Motor, der extra für das Fahrzeug entwickelt wurde. Wahnsinn. Muss den emissionieren. Das ist natürlich eine Sache für die Serie einfach immer schwierig. Ja. Ich bin nicht involviert in die Entscheidungsfindung leider. Was denkst du, wie viel Geld steckt hier in dem Auto? Was ich denke oder was ich weiß? Oder was ich Was du weißt, was du sagen darfst. Also ich weiß, dass so ein Fahrzeug aufzubauen bei unserem Prototypenbauer mit der ganzen Entwicklung mal locker. Also ja, aber locker. Ohne Motor. Ich denke, da ist der Motor mit dabei. Das sind ja, wie gesagt, wir haben viele Serienteile. Oder habe ich mich vertan? Wenn so ein Fahrzeug gekauft 5. Nee, da noch eine 0 dran wahrscheinlich. Nee, dann sagt die ganze Zahl. 500. Ja, genau. Okay. Also für einen. Insgesamt sind es 4 Verbrenner. 2 mit TCR-Antriebsstrang. Dann haben wir die 2 EVs. Die sind natürlich da, weil die EV ist natürlich nochmal. Da ist der ganze Antriebsstrang natürlich sehr, sehr teuer. Also gerade die Batterie ist sehr, sehr teuer. Die ist ja direkt gekühlt. Das Kühlmittel, was da drin ist, ist, ich sage immer, flüssiges Gold. Okay. Darf ich Feedback geben? Natürlich. Also entweder habt ihr in der Lagerung in den Lenkkopf eine Vibration drin von der Antriebshülle. Dann ist die Lenkung meiner Meinung nach um die Nulllage, also die Vorspur um die Nulllage etwas zu stramm stehend und der Dämpfer steht, glaube ich, etwas falsch im Rathaus, weil wenn du dann nämlich einlenkst, hat er so einen leichten Wegbrechmoment. Das kann, glaube ich, ein bisschen snappy werden, wenn du so schneller unterwegs bist. Also das Auto ist brutal direkt, dadurch aber auch, ja. Also es ist, was die Vorderachse angeht, du hast eine sehr direkte Reaktion, du hast einen unglaublichen Vorderachsgrip in dem Auto, ja. Okay. Also das merkst du, wenn du schnell fährst, natürlich heute nicht die optimalen Bedingungen in der Eifel, um wirklich schnell zu fahren. Nee, darum geht es bei mir auch bei sowas gar nicht, sondern einfach nur, weil ich fühle gerade, dass da noch 1, 2 Sachen sind, die man anders hätte bauen können, glaube ich. Und das Knallen ist Schubumluftventil, ne? Ja. Krass. Ja. Das ist der Elektrokolben, ne? Ja, es ist elektronisch angetaktet, aber es ist für die Größe des Laders und für den Ladedruck, den wir fahren, da hätte man wahrscheinlich... Ja, ne? Man hat das aus dem Regal genommen, sage ich mal. Ja, man merkt nämlich, wenn du aus dem Gas raus bist, hört mal. Du merkst, dieser kleine Kolben macht so... Also im anderen Auto hatten wir noch einen Unterdruckspeicher eingebaut, um es schneller aufzuziehen. Den haben wir hier gar nicht erst eingebaut, weil wir gesagt haben, das wird eh nichts. Aber einfach schön, ne? Vor allen Dingen eine Applikation, die nicht wie ein Serienauto ist, sondern der bleibt da sehr schön stramm im Haltedruck oben stehen. Ne? Also wir haben 460 Newtonmeter zwischen 2.000 und 5.000 Umdrehungen anliegen und die halten wir auch relativ konstant. Das ist ein sehr gut nutzbares Drehzahlband. Wir drehen sauber raus bis 7.000 Genau, Umdrehungen. Weil, ich weiß nicht, ob man das jetzt so hört. Vor allen Dingen da, diese Vibration. Ist ja eine Doppelkupplung. Das ist Doppelkupplung, aber wir haben halt durch die Motorlagerung, die ist natürlich sehr hart. Ja, wir hatten 2, 3 Varianten probiert. Die ersten TCR-Fahrzeuge waren natürlich komplett starr gelagert. Ja. Hier gibt es einen härteren und ein weicheres Motorlager. Das ist jetzt noch das härtere. Deshalb merkst du auch diese Vibration, die hier rein übertragen werden. Die Lastvibration finde ich ganz schön. Für so ein Konzept. Aber für ein Straßenauto wäre es zu hart. Ja. Die Leute würden sagen. Es wird halt sehr stark in den Innenraum übertragen und du spürst es dann halt im Lenkrad, in der Sitzschiene und sowas. Aber es gibt natürlich halt ein sehr schnelles Feedback. Der Motor legt sehr schnell um, wenn du ans Gas gehst. Ja. Sehr schnell und auch ich denke mal, wenn du lange gezogene Kurven mit viel Tempo fährst und du den Lastwechsel hast, dass du nicht Unruhe ins Auto reinholst. Ne?
Weil das bei so Mittelmotorfahrzeugen, der Nebel ist Wahnsinn. Also das Rennabbruch ist sehr nachvollziehbar. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber... Ja, wenn du so ein bisschen ihm so leichte Befehle gibst, dann hast du nicht diese Vibration, ne? Wir haben Siehst du was? versucht, es ist, wenn du schnell fährst, ist frei. Wir hatten hier für die Applikation einfach einen gewissen Zeitrahmen, der sehr, sehr viel kürzer ist als für ein Serienfahrzeug, was denke ich verständlich ist. Wie lange braucht man für so eine Applikation? Also das kommt darauf an, wenn du eine komplette Fahrbarkeitsapplikation machst mit Emissionierung drum und dran, bist du ja gut 1,5 bis 2 Jahre mal easy beschäftigt. Mit allem, wenn du das in Serie Wie viel bringen Mann? möchtest. Oh, das kommt ganz drauf an, wie gut deine Truppe ist, aber also aus Erfahrung, da sitzen am Prüfstand mindestens mal 5, 6 Leute, die daran arbeiten, nur um die Basis zu machen im Fahrzeug. Wirklich? Für die ganzen Diagnosen brauchst du natürlich dementsprechend. Das kommt immer davon nicht. Ich glaube, das weiß man nicht. Ja, das ist, denke ich, ich meine, viele Leute schauen da halt auch nicht in den Entwicklungsprozess so tief rein, sag ich mal. Ja. Wir haben hier tatsächlich 4, 5 Wochen für die Fahrbarkeitsapplikation und Getriebeapplikation gehabt an dem Fahrzeug. Also keine Zeit. Was im Endeffekt keine Zeit ist, ja. Aber dafür wird er toll. Und wir haben einen Modus abgestimmt. Also du hast hier zwar die Modschalter drin, aber im Endeffekt haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf den N-Modus, der aber auch irgendwo eine Fahrbarkeit abbildet, die du auf der Straße fahren kannst, die harmonisch ist. Du merkst, du gibst hier wenig Gas. Wenn du wenig Gas gibst, reagiert das Auto auch nicht aggressiv, sondern sehr gut fahrbar. Du meinst Drosselklappenweg? Genau, es ist Drosselklappe und Ladedruck baut sich dann dementsprechend ein bisschen langsamer aus. Wenn ich einen reinen N-Modus kalibriert hätte, hätte ich alles schneller gemacht. Weil dann kann man sagen, wer es nicht möchte, der geht in Sport. Wer es gar nicht möchte, geht in Normal. Hier haben wir gesagt, wir machen so eine gute Mixtur. Bei hohen Drehzahlen und viel Pedal reagiert das Auto spontan und sofort wie im N-Modus. Und unten raus immer mehr in Richtung Sportmodus, was du aus dem i30 hier noch kennst. Ja. So, das war so ein bisschen die Philosophie dahinter. Was für eine Sperre ist das? Ist das ein... Ich müsste lügen, wer der Hersteller ist, aber es was für ein... ist Lamelle. Lamelle, ne? Ja. Wenn man jetzt hier nochmal ein Jahr reinsteckt, wäre das ein Wahnsinnsprodukt. Also wirklich ein Wahnsinnsprodukt. Und das also wirklich. Ich denke, wie der Herr Biermann schon sagte, jetzt konzentrieren wir uns auf den EV und auf die Möglichkeiten, die mit den EVs kommen. Das ist doch scheiße. Hätten wir die ganze EV-Geschichte nicht so alle Ränder hinterher, dann können wir sowas fahren. Weil das ist wirklich geil. Ja, aber wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Auto, wo würdest du sowas, nur so in den Raum gesprochen, ne? Nichts Verbindliches, wo würdest du das preislich sehen? Ich meine, wir als Marke müssen natürlich schauen, dass wir einem Kunden ein Auto geben können, das auch irgendwo bezahlbar ist. Das ist halt auch irgendwo so ein bisschen das schlagende Argument. Die 30 Yen ist ein aggressives Auto, der ein bisschen was anders macht als ein Golf GTI, der zu einem Preis auch angeboten wird. Ja. Wenn man sowas anbietet, muss es zwangsläufig mehr kosten, weil die Technologie, die jetzt da drin steckt, ist einfach teurer als ein i30N. Darf es auch. Also wenn ich jetzt so fahre und der Motor, das Motorgeräusch von hinten, das ist ein besonderes Erlebnis so. Also das darf ruhig mehr kosten, meiner Meinung nach. Wenn du das irgendwo einordnen möchtest, ich meine, so ein direkter Konkurrent in der Leistungsklasse, nur vom Motor jetzt gesprochen, wären 718 GTS zum Beispiel. Exakt. Wenn du jetzt das Fahrwerk anguckst und so weiter, dann sind wir eher beim 718 GT4. Also, und irgendwo da müsste es wahrscheinlich landen, damit man es verkaufen kann. Ja. Es muss natürlich in der Ecke günstiger sein. Sechsstellig? Gerade drunter, würde ich sagen. Ja. Oh, das wäre viel, ja. Das wäre sehr viel natürlich, ja. Aber wenn man es so bauen würde, wie gesagt, ich meine, hier stecken halt im Moment aus dem vollen gefräste Querlenker drin. Nein. All diese Sachen müsstest du halt irgendwo Richtung Serie bringen und dann müsste man irgendwo da drunter liegen. Selbstverständlich darf das keine 100.000 Euro kosten. Nein, das darf nicht. Aber wenn das jetzt hier zum Beispiel 75 kostet, das wäre ziemlich krass. Und dann wird es, denke ich, auch gut verkaufbar sein. Stell dir mal vor, 75 mit dem Body so. Nee, Heckspoiler nicht? Das kriegst du nicht hin? Ja. Aber es darf auch keine 75 kosten mit einer schmalen Die Ratekästen, ja, natürlich nicht. Das wird so viel. Das wird nichts bringen. Ja. Das Auto lebt natürlich auch einfach so ein bisschen. Voll. Das sieht so geil aus. Ich hätte auch gedacht, der wäre lauter, aber der ist gar nicht so laut. Es ist in dem Auto inzwischen relativ human. Also ich meine, wir hatten wie gesagt die ersten 2 mit TCR, das war ein Rennauto. Das war einfach ein Rennauto, du hast zwar die Schaltwippen gehabt, aber es ist... Ach, das ist der Pumpe, ne? Der Hydraulik. Ja, genau, du hast eine pneumatische Pumpe gehabt. Das ist halt was anderes. Es ist ein Seriensteuergerät da drin. Ja.
ist halt die Aerodynamik, du siehst, es ist halt gebaut für sehr, sehr viel Grip. Ja. Das kostet natürlich oben raus. Ne? Voll. Du spürst ja gerade war ich ein bisschen mal schneller, da hast du ja gemerkt, wie es das Auto festhält. Deswegen, weil die 100-200 Zeit, die wird nicht rasant. Ja, der Heckflügel, ob der jetzt so sein muss. Ich bin ja anti-Heckflügel. Ja, also wenn man es Serie bringen würde, würde ich es auch sehr viel dezenter gestalten. Wir haben den Diffusor, da war vorher ein anderer. Der ist auch geil. Der Diffusor war aber noch mal so ein Stück länger, bevor wir den geändert haben. Dass der schon so rangerückt ist, das gefällt mir schon ganz gut, weil ich hätte noch mehr ins Heck integriert. Wir hatten den 1er und den 2er zum Spielen als wirkliches Knallgasfahrzeug. Das ist doch ein geiler Job, ey. Ja, natürlich. Also, Bin auch sehr zufrieden. Mega. Einfach toll. Ja, ich hätte auch gerne sowas gemacht in meinem Leben. Ich meine, dazu bin ich gekommen. Ich bin jetzt mehr in der Fahrzeugentwicklung, komme eigentlich aus dem reinen Powertrain. War davor bei einem anderen Hersteller für amerikanische Fahrzeuge und habe dort mehr oder weniger komplett Motorapplikationen gemacht. In Deutschland aber? In Deutschland, aber für einen amerikanischen Hersteller und auch für einen amerikanischen Marken, für die chinesischen vor allem. Und bin zu Hyundai, weil eben die Chance war, dort High-Performance-Fahrzeuge zu entwickeln. Das war auch ein mega Laden. Ja, natürlich. Also die Möglichkeit, die wir hatten, mit solchen Fahrzeugen zu spielen, das ist mein Stückzahl reizt. Hoffentlich kommen wir hier irgendwann dahin mit Stückzahl, ja. Nicht mit sowas. Nicht mit sowas, aber mit anderen Fahrzeugen, die dieses Erlebnis bieten. Ob elektrisch oder Verbrenner. Wenn das jetzt 350 so sind oder 340, ne? 350 und 460 Kilometer. 500 wäre top. Ne? Das ist so ein leichtes Gezwirbel auf der Hinterachse hast. Der wird immer noch Traktion haben, so wie er jetzt steht. Aber so einen leichten Schlupfmoment. Ich meine, es ist natürlich, in das Auto ist unglaublich viel Grip reingekommen. 305er hinten. Ja. Deshalb sage ich auch, was das Driften angeht. Wenn du kannst den quer fahren, gar kein Problem, aber der Gegenpendler kommt dann halt schon hart. Ja, das Auto der dann weiß vorne zu. Grip hat, das Der meiste. weiß zu. Das meiste. Die Trägheit beim Wasserlauffkühler ist okay. Also es ist thermisch natürlich einfach immer noch eine hohe Belastung. Ich meine, heute bei den Außentemperaturen ist das kein großes Problem. Wir sind aber letztes Jahr auch schon bei 30 Grad gefahren. Die ganze Zeit Knallgas kommst du natürlich irgendwo an der Grenze. Muss aber als Kia oder Hyundai-Fahrer, wenn das Auto auf der Straße siehst, machst du auf jeden Fall, boah. Also ich bin relativ viel gefahren, weil ich das Auto auch sehr viel zwischen den Standorten hin und her bewegt habe. Wie gesagt, haben wir jetzt gerade... Auf der Straße so? Ja, als es herkam... Jetzt Polizei schon angehalten? Ja. Und was sagen die? Ja gut, was sollen die sagen? Die sind erstmal nicht begeistert wahrscheinlich, weil die denken, was ist denn das für ein Typ? Ja, wie kommt der auf die Idee, so einen Quatsch auf der Straße zu fahren? Ja, Aber das ist illegal. Ja, selbstverständlich. Es ist ein Entwicklungsfahrzeug und ein Übungsfahrzeug und dann jetzt hau ab. Dann ist es legal. Ich meine, du hast immer einen dabei, 5 Cops, die sagen, alles ist cool und einer, der sagt, ja, hier mit dem Spoiler hinten drauf und dem Fußgängerschutz und der. Ich meine, wir fahren das Auto nicht ständig auf der Straße, wir versuchen das natürlich auf ein Minimum zu begrenzen, ist ganz klar. Aber wenn ich das Auto 500 Meter draußen bewegen muss, um vom Berufsgelände zur Zentrale zu kommen, dann ist das so. Also das Auto in Dortmund fahren wäre ein Genuss. Ein Genuss. Das muss dann beim Herrn Biermann klären, ob das funktioniert. Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Das kriege ich schon erklärt. Ein Genuss wäre das. Ja, aber es ist, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos es gibt, wie das Auto auf der Straße fährt und Leute vorbeifahren sagen. Ja, glaube ich. Aber der steht auch unheimlich gut da. Ne? Also, also ich sage das nicht nur so, der sieht einfach echt geil aus. Echt geil. Kotflügel, Räder, Position, alles, Bremse. Das neue Aero-Package mit dem neuen Diffusor, der ein bisschen aufgeht, ein bisschen kürzer ist. Vorne mit dem neuen Flügel hinten drauf, das ist schon sehr, sehr gut geworden. Super sexy. Auch in der Spiegelung vom Auto, Alter. Ja, an großen Fensterscheiben vorbeifahren, ich hoffe, das ist jedes Mal. Das ist ein tolles Auto. Da freut er sich.
vernünftiger Höhe. Das Auto geht gut 100, 160, 170 und auf einmal. Da oben raus ist es nur noch die Leistung. Ja. Also 500 wäre ein Träumchen. Ja, es ist natürlich eine Sache mit dem Betrieb danach. Ja. Obwohl kann er. Ja, es ist, ich sag mal so, wir haben halt hier genau gesagt, wenn wir das machen, dann gehen wir schon innerhalb der Grenzen, die wir uns auch gesetzt haben, was die Dauerhaltbarkeit angeht. Ja. Ich meine, natürlich kannst du einen Lader überdrehen bis zum geht nicht mehr. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Ja gut, ich meine irgendwo. Da würde ich immer einen größeren Lader nehmen. Ja, genau. Also, Ja, dieses Lader überdrehen. Und da ist es auch so, dass der i30N an sich ist von der Konzeption vom Turbolader her sehr passend gebaut. Die anderen Hersteller haben das ein bisschen reserviger gebaut. also da hat mein Kollege aus dem Powerchain auch alles drauf gesetzt, dass das eine super Response liefert. Also dass das Auto wirklich von unten raus spontan reagiert und sofort da ist. Tuningmäßig nicht so geil. Selbstverständlich kannst du oben raus nicht mehr so viel holen. aber es ist, nee. ich sag mal, das Auto ist gebaut, um damit sehr viel Spaß zu haben. Was man auch hat. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen. Ja, Ja, das denke ich auch. Wenn du oben raus die Power möchtest, geht halt immer was verloren. Ja, ist unangenehm. Also es geht viel mehr, viel schneller und man ist es nicht gewohnt, dass da so viel Grip ist. Ne? Also auf der Straße, sage ich mal, ist es schwierig, die Grenzen auszuloten. Genau, er kommt ja noch nicht mal in den Bereich, wo er anfängt, so ein bisschen so zu arbeiten, weil ein i30N hätte da jetzt schon was gemeldet von der Vorderachse, hätte gesagt so, ja, geht noch ein bisschen was, aber da bewegt sich schon was. Und hier merkst du so, okay, juckt ihn mal so gar nicht. Also das Auto ist brutal, wir haben relativ viel getestet auf einer kleinen Strecke, 90 Grad Kurve geht's in Mendig. Das Auto setzt sich nach der 90 Grad, merkst du, wie er sich vorne festkrallt und dann kannst du da drauf drehen. Ja, da wäre zu wenig Leistung. Da denkst du schon was, okay, da könnte fast noch jetzt. Ja, genau, weil genau, vorne das so glaub ich. festgezahnt im Boden ist. Ja, Aber stellt sie denn auch dann, also kommst du quer raus? Nein, du kannst leicht, du merkst, dass die Hinterachse mitkommt, wenn du voll drauf bist. aber nicht wild. Das ist sehr gut unter Kontrolle, sage ich mal. Du musst wirklich nur leicht gehen, dann hast du sofort wieder Griff. Okay, wir machen einmal hier Launch Control Start, wo wieder einmal vorwärts geht, ne? Also 3,88 ist die absolute Bestzeit, die ich mal gefahren bin. Aber Knaller haben. Räder aufwärmen, dann halt natürlich. Ja, geil. Ja gut, das ist eh ganz hart bestimmt, weil wir sehr lange unterwegs waren. Wir springen mal wieder in die Werkstatt. Bis gleich. Erzähl. Ich will das wirklich haben. Das meine ich wirklich ernst. Ich habe schon gerade gefragt, was passiert, wenn die das nicht mehr gebrauchen können, irgendwie, ob das verkauft wird oder so. Nein, ne? darfst du meistens nicht, ne? Herr Biermann, Und? Jean-Pierre? ich will das haben. Ja? Ja. Willst du? Ist geil, ne? Ja, es ist halt einfach so paketig, es ist so fertig, es ist so gut. Ja, ne? Schlimm. Motorlager noch ein bisschen hart, so ein, zwei kleine Sachen, aber sonst. Ich verstehe, dass man das nicht mehr machen kann, das ist einfach die falsche Zeit. Aber wenn man sowas anbietet, wir haben gerade schon philosophiert, wo das so preislich liegen müsste und sowas, das ist so ein tolles Produkt. Fährt granatenmäßig, gell? Es ist schon zu viel Grip. Also jetzt, wer jetzt so ist, das Verhältnis Motorleistung zu Grip-Level nicht in der schönen Balance. Ne? Das Auto ist einfach super viel Grip. Man bräuchte noch mehr Dampf. Ja, aber der 20er hat das. Ich weiß, du willst das nicht hören. Doch. Ich finde der Elektro auch geil, aber in diesem Auto, so wie man jetzt so da, wenn man aufsteigt. Damit sind wir gerade gefahren, ne? Wir sahen schon cool aus auf der Autobahn gerade dann. Nee, ist einfach toll, von Kopf bis Fuß. Alles ist toll. Das ist ein schönes Paket. Der hat ja eine Geschmeidigkeit, ne? Ein Feedback und so, das ist schon genial. Ne? Es ist auch der nächste Schritt, finde ich, er wirkt nochmal erwachsener. Er wirkt nochmal, was beschreiben, noch satter. Die i30N und sowas, die haben noch dieses Kompaktklassending und jetzt hier, du machst an, der Motor ist hinter dir, du hörst die Ansaugung hinter dir und all diese kleinen Sachen kommen dazu. Das ist so der nächste Schritt. Für mich ist das so der Porsche Boxster-Jäger. Ja. Könnte schon sein, ja. Sag was!
Ja gut, ich sag mal, Der 20. so wie der jetzt hier steht in dem TCA-Trim und so, das ist natürlich schon verwegen. Ja. Unfassbar. Ja, aber ich sag mal, als Rolling Lab-Projekt ist es ja, RM, also Rolling Lab Racing mit Chip, so ist ja die Story hier, ist es schon toll, was unsere Jungs abgeliefert haben. Ja. Ist es auch. Ja, also das muss man schon sagen. Auch die Blicke auf der Autobahn gerade von den Leuten neben uns so. Also die Leute, die glauben das gar nicht, dass du damit fährst. Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sagen hier Tschüss, aber wir fahren das noch, ne? Ja, ich denke, der ist auch fahrbar. Der sollte sehr Kann der fahren hier? So, ich sag schon mal Tschüss. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Wir müssen uns davon trennen, das wird es nicht geben, aber wir sind es mal gefahren und es ist auch echt toll. Ciao.